Hi, ik zie Jacob. Ik heet en jeder einer van jullie welkom. Mijn vrienden dat jullie in levenswasser zijn. Je kan jullie kinderen en de kindertjeuk nambrengen. We hebben kindertjeuk van ganz kleine baby's tot 12 jaar oud. De kinderen die kunnen daar leren wel aan te beden. Ze kunnen leren geven. Ze worden ook een klare boodschap hier en niveau wat zij kunnen verstaan. Mijn vrienden dat jullie kinderen hebben metgebracht. Dat wordt een stad zijn waar ze zeker zijn en een goede tijd wat ze aan veranderen. Nadem, dan wil ik jullie terug goed holen een koffie, een thee en spaziert met samen mensen. En dan hier in 2 minuten weer waar we aanvangen met de service. In onze service waar we aanvangen met aanbedingsgezang, er wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. En nadat wordt een van onze pastors opkomt en een klare praktische boodschap heeft wat als voor jullie van deel. Zo mijn vrienden, dat jullie alle hier zijn, ik wens jullie Gottesdeenst. Hey, good morning, Sola. Mijn vrienden dat je in levenswasser zijn, welkom hier. We worden aanvangen met zingen. Maar ik wil je zeggen dat vandaag is een bijzondere dag. Dat is een vrijdag vandaag voor levenswasser. En voor ons allen, en we kunnen zijn dat is wat ik hier wel tof verloten vandaag. Ja, van ons een grote vrede, tof was te hebben. In Lucas, daar vertelt Jezus een geschichte. En manchmal moet hij ons een bijspel geven dat we dat verstaan kunnen. En hij vertelt er van den Hort, wat er steht noch seine Schub sägen. Er sagt, nein, ich habe hier bei euch erstmal weggegangen, er hat dort sägen, und er redet auch von den verlorenen Seen, was der trägt in Hüs kam. Aber er sagt dort, im Himmel, das ist der große Friede, wenn sich da ein Sünder bekehrt. Maja ist über die 99, was hier alt Hüs sind. Und ich stelle mich so vor, mit dem, was Jesus vertelt hat, im Himmel von der, ist ein bisschen großes Fass. Ich stelle mich so vor, die Engel sind alle rum, das ist ein langer, großer Dash, met al het schijnend eten en van deze vredendag. Wenn nicht bloß ein Sünder hat, den Leber umgedreht, wir haben von der innerdartig Menschen, die sich taufen lassen von der. Und so, das ist ein großes Fast im Himmel. Und wie wir auch ein Fast haben, wie wir auch Gott loben, am Preisen, am Danken für wer er ist, wenn am traf all der ihr, am traf der ihr, wenn er die Sünde vergibt, am traf der ihr. So ich will bis fragen, dass die abstehen, weil wir zu beten, und dann wollen wir Gott loben und am Preisen. Das ist Leute, die das Team anladen, die uns in Kontakt bringen mit Gott, in Gemeinschaft bringen mit ihm. So wollen wir uns bis noch andrehen, am loben und preisen für wer ist von der. Vor dem Himmel, Dankeschön, dass wir können dienen mit sein. Dankeschön für wer du bist. Und Dankeschön, dass du lebst, das verändern und die Sünde vergeben das. Und wir loben die und wir danken die für wer du bist von der. Das ist Leute, was wir singen, dass wir, wenn wir sind, die Gott und wir ehren die in Jesu Namen. I
an zu denken, dass wir sind da, wer Gott sagt, dass wir sind. Wir brauchen uns nicht so denken, was sei der Mensch über uns, wenn wir da noch gehen, das wird der Mensch manchmal über uns sagen, wie wenig das ist und wie viele Fehler wir merken, und dann wird wir den bloß soll abgeben. Aber wenn wir denken, was Gott sagt, wer wir sind. Er sagt, heißt nicht gegen uns, heißt für uns. Und wir sind Gewinner. Er soll an unsere Rechte sehen und einander an sein Kind. Wir sind sein Kind, so wir das von der zum Morgen bis annehmen. Vor dem Himmel Dankeschön, dass wir dein Kind sein und dass du uns annimmst. Dankeschön dafür. Und wir wollen bis dort mehr annehmen von dir und so zu leben, so dass du sagst, wer wir sind in die. Dankeschön für das in Jesu Namen. Amen. Amen. Dreht ihn bitte an, wir reisen zusammen fremd und dann wollen wir uns durchsagen. So gut, dass die in Lebenswasser sind. Welcome alle hier. Man, mein Freund, dass die sind zurückgekommen für diesen Tollfass. Von der aus bis ein besonderer Tag für Lebenswasser. Und mein Freund, dass die alle hier sind. Mir hat das eine Freude, wenn ich sage, dass Onkels oder Tantes oder Geschwister kommen in einer Stadt, die Freunde, die sich hier taufen oder Kinder. Und besonders die Großmama und Großpapen. Ich kann mir hier sein, some von denen sind von weit aufgekommen, von Kanada gekommen, zum diesen Tag spenden hier mit den Großkindern. Und so, ich dachte, so wie wir bist, der Großmama und Großpapa von der mal in Hand geben. Thank you, guys. Thank you für Rückkommen. Es ist so gut, ihn hier zu haben. Ich will auch allem Welcome heute, was weit auf sind, online, was von weit auf uns checken. Dankeschön für mit uns taub sein, von der das ist ein besonderer Tag und das ist ein Tollfass. So, bis gut, dass ihr mit uns taub sein. Von der, wenn ich sage, das ist ein besonderer Tag, das ist wirklich, wenn wir hat Tollfass, wie da in der ersten Service zusammen taufen, nu wo wir nach Ware alles taub haben, über 30 Menschen, die sich Leute taufen von der, und das ist ein bisschen Friedenfass. Und nach, das ist auch uns 12 Jahre Anniversary. Wir sind 12 Jahre alt, und ich Kirche ist 12 Jahre alt, so Luther wollen wir ein klein bisschen mehr von dort reden. Nu wollen wir fokussen an den Tollfass, und dann Luther noch ein paar mehr wird an den Anniversary. Pastor John, der ist heute, um die Botschaft geben, und so ich will bis Frau, dass ihr Amen welcome geben, sie sein abkommen. Good morning. Ik wil nog gereid worden. Ik freue mich, dat je hier bent en ook bij wat aan livestream bent. Ik wil eigenlijk maar eens mal worden weiten loten, want er worden groepen top zijn, wat ons checken hebben. Jeder zondag, je zijn poort van onze kerk. En we hebben de kerk van Paraguay en Bolivien, wat noordelijke Canada. En zo laat ons wel echt weten. Maar we freuen ons dat je met ons bent. Ik freue mich auch, dass die hier sind. Ich habe vorhin gesagt, dass wenn die Kirche voll ist, oder die geratete Herr, die geratete Gruppe, die scheinen jetzt mit predigen. Und so, ich freue mich, dass das von der voll ist. Wir wollen von der ein bisschen denken und Nieet leben. Und wenn wir hier bei Lebenswasser Tollfass haben, dann reden wir von Nieet leben. Und wat je in Jesus haben wir Nieet leben. Ik wil van jou in het Oude Testament een beetje checken en dat vergelijken met het Nieuwe Testament. Maar wat ik wil van reden is van Äjipten Veloten. Wanneer we taufen doen, dan hebben we immer 3 Wörter. Glauben, taufen, wosen. En we geloven, dit is het nou reëet en ons jessel het leven. We geloven aan dem Herrn Jesus Christus. Und dann waren wir getauft aus dem Teken, dass wir in Ägypten verloren sozusagen, oder wir haben uns altes Leben verloren. Und dann kommt Bosen. Und das ist vielleicht für Lebenszeit, für viele von uns. Aber ich glaube, das ist für alle von uns Lebenszeit, wo wir Bosen ans Jessel leben. Und vielleicht fällt wir niemals so, dass wir ganz angekommen sind. Aber wir fallen fertig so, du hast noch was in meinem Leben, was viel zu tun. Und so wir wollen diese 3 Dinge von dir checken. Das erste noch Glauben. Wenn wir in 2. Mose checken, Kapitel 1, dann sagt es, die Ägypter treiben die Israeliten zu der Arbeit, zur Sklaverei sein, dort sie die quälten und das Leben besser machen. Und das wird das Leben von den Israeliten. Sie wären in Ägypten, sie wären Sklaven,
Und ihr Leben wird besser. Und weet je, das ist ein Bild von Sklaverei ohne Sinn. Wenn wir nicht Jesus kennen, dann gehören wir zu den Teufel. Die Bibel ist klar, da sind zwei Königreiche und du gehörst zu einem von denen. Entweder du gehörst zu Gott in sein Reich, oder du gehörst den Feind in sein Reich. Aber weet je, das ist eine Sklaverei. Und viele Mal sagen wir, eine Sklaverei ohne Sinn. Paulus schrift zu der Römer, er sagt, weet je nicht, dass wenn je irgendwem Hand geben zu dein, und das ist der ganze Punkt, dass wir merken eine Entscheidung, mit wem wir wollen dein. Und so wenn wir Sinn dein, der lehrt zum Tod. Aber wenn wir Jesus dein, der arm gehorsam sind, das lehrt nun die Gerechtigkeit. Das gibt uns Gerechtigkeit in Christus, wenn wir an arm glauben. Und so die Frage für uns ist, wer ist mein Wert, oder wem dein ich? Wem Sklav sehe ich? Na, wir sind nicht selber gekommen, aber wird Sklav, aber wenn es nicht, dass wir dort von Erfahrung weiten. Aber zu der Zeit, dass Paulus schrieben hat, dann wir viel Sklaven in der römischen Reich. Und so sie wissen, von was er redet. Wenn er redet, von dass sie wir Sklaven, aber wem sie sich handgeben zu tun, wie kann sein, den sie in Arbeiter sehe ich? Viele von ihnen schaffen vielleicht, wo die Hand wem handgegeben zum tun. Und so Paulus braucht das in Jessel sein, er sagt, wem wir uns handgeben zu tun. Und das ist die Frage für uns, dass wenn wir sind, oder wenn wir in uns eines leben, wir gehen uns selbst heran, oder uns janken, das ist so viel mal ein Leben von Sklaverei ohne Sinn. Sinn hat uns gebunden. Und wir wissen nicht, wo der rührt. Aber Gott hat uns rütgeraten, Gott hat uns ein Weich gegeben, wo wir der rüht kennen. Und so, wo wir sind, wo wir ein Sklav sein ohne Sinn. Wenn du ein Weich rüht hast. Und weißt du, wir haben ein Weich rüht. In Israel, sie waren in Ägypten, sie waren die Sklaven. Und Gott radet der Rüt nicht zum Ende länger lassen, beim Leben. Da wird nicht gemeint haben, wenn Gott hatte der aufgemerkt und sie bleiben da. Aber das ist manchmal ein Bett, was mit uns passiert. Vielleicht gehen wir fair, wir sind Christen, some von ihnen wollen von der Taufen lassen, aber die Frau ist, sei wir wirklich in Ägypten rütgetroffen. Und das ist, was wir wissen, von der da wir sind. Wir sind in unsere Sklaverei von Sinn rütgekommen. Und wir sind da rütgetroffen. In 2. Mose 2 sagt er, nur eine längere Zeit starb der König in Ägypten. Die Israeliten waren gequält, dass sie stehenden und sie raubten nur halb. Und weißt du, das ist, was wir machen tun. Wenn du von der hier bist, du bist ohne Sinn, du hast noch niemals Jesus angenommen, weißt du, was du machst tun? Raub am Ohren. Du brauchst gleich durch alle Hunde reinhopsen, zum sein nochmal irgendwie mit Gott Freund zu werden. Raub am Ohren. Die Bibel ist sehr klar, er sagt das. Du hast keinen Unterschied zwischen den Juden und Griechen. Willst dieselbe Haar als Haar über alle. Recht genug, also Gott ist recht genug, hat eine große Gnade für alle von uns, so dass wir können am unrauben. Er sagt, willst wer immer den Haaren sein unraubt, was soll ich werden? Das ist, was du brauchst tun. Du brauchst gleich alle Dinge erstmal in dein Leben ändern, und vielleicht noch mal bei 10 Jahren, was Gott dich vielleicht bei einmal annehmen, wenn du bist mal kreit noch ein Mensch. So ist du bist. Kreit und versendlich du bist, oder was deine Vergangenheit ist. Aber wie kann Jesus anrauten? Und er wird uns raten. Und weißt du, die Israeliten dort in Ägypten, sie raubten Gott an. Sie waren ohne Sklaverei, sie mussten schwer schaffen, sie kriegen verpitcht. Und sie schrien nach Gott. Und das ist eine längere Geschichte, wo Gott Moses die Hand schickt, zum Entritraten. Aber der Punkt ist, dass Gott hier schrien sozusagen, Gott hier rauben und heiraten entritt. Und das ist, was Gott für uns tut. Und ich vertraue, dass all die von ihnen, die sich von der Taufen lassen, die haben Jesus angeraubt. Die haben ihr Leben angegeben, die haben gefragt, dass er ihnen entritraten, ut ihnen sämtliches Leben. Und so wer den Herrn sie nun anraubt, der wird selig. In 2. Mose 12 sagt er, dort Blut und jene Hisa wird ein Teken sein, wo ich wohne. Wenn ich dort Blut sei, wo ich beginnt vorbeigehen. Na, weißt ihr, Lied, das Vers hört sich so, dass Gott weiß nicht so viel. Er weiß nicht so recht, wo du wohnst. Er weiß nicht, wo die Israeliten wohnen. Und so, wenn sie dort Blut wurden an deren und schmieren, dann würde er weiten, wo sie wohnen. Aber das ist nicht, was das Vers meint, Wirklichkeit.
Gott ist allweitend, er ist allgegenwärtig, er weiß rein alles, er hat alle Kraft, er weiß, wo du wohnst, er weiß, was du denkst, er weiß, was deine Vergangenheit ist, er weiß jeder Buchstabe, jeder Punkt, alles weiß Gott. Das handelt sich nicht um, dass Gott nicht weiß, wo du wohnst. Und das handelt sich hier auch nicht, dass Gott nicht weiß, wo sie wohnen. Aber das ist ein Glauben-Ding. Gott sagt, er dort einen Schub schlachten, dann nehmen sie das Blut und schmieren das unter den und dort wird eine Tod von Glauben. Wenn er sagt, ja, da hieß er, wo das Blut ist, wo ich vorbeigehen. Ich wundere, was sie dachten, wenn sie da bei sorten danach und sie haben das Blut noch geschmiert, like, was das wirklich schaffen. Aber was wird passieren? Und ich lasse dann denken, wo ich fertig sehe, dann würde ich doch noch ein bisschen ängstlich dahinter sitzen und wundern, like, what it actually what down. Aber Gott weiß krank, wo du bist, er weiß krank deine Vergangenheit, er weiß dein Hort, er weiß rein jeder denkt, was du bist. Und er sagt, wenn wir das Blut Jesu Christi wahrnehmen, dann sind wir gerat. Er sagt in Hebräer 9, so steht, er ist auch nicht mit Blut von Cousin oder Chalwa in das Allerheiligste hingegangen. Er ging mit seinem eigenen Blut ein und für allemal in das Allerheiligste hinein und hat von seiner ewigen Radung verschafft. Und weißt du, der Hebräer schrieb, er redet hier von dem himmlischen Tempel. Und das merkt mir ein Bild, okay, der himmlische Tempel und der Tempel in Jerusalem, die sagen immer rein. Bloß der himmlische Tempel wie China. Aber das ist auch ein Allerheiligste. Das ist die ganz heiligste Stufe, das ist da in Jerusalem wieder. Da kann bloß der höhere Priester einmal nennen. Und das ist der himmlische Tempel. Und da in das Allerheiligste, da sagt Gott. Dort ist seine, was ich sage, sein Thronstuhl, dort ist seine Gnadenstuhl. Und so da geht Jesus nennen mit seinem eigenen Blut. Und das ist bloß mein Bild. Ich brauche noch nicht annehmen, aber ich kann ein Bild von Jesus geben. Und kommt ihr mit Blut hier in das Tempel nennen. Und er sagt es dahin. Und dort Blut steht da für alle Ewigkeit. Ja, in jeder Sinn, was du ever getan hast, von dir das erwarst du. Wenn unsere Radung ist in das Blut von Jesus. Und so das Blut dort unter der in Ägypten, dort radiant von den Todesengel, das Blut Jesu Christi in dein Leben rat die von der Verdammnis in der Ewigkeit. Und so die Israeliten in Ägypten, sie raubten den Herrn an. Und Gott weiß nicht, wo sie können geraten werden. Und so Jesus, als sie gegangen hat, eine ewige Radung zu Wege geschafft, du brauchst sie das nicht verdienen, das wird nicht jeder Jahr getan, einmal, für allemal, für eine ewige Radung. Und wenn du das Blut kannst, du hast das angenommen, dann bist du auf alle Ewigkeit geraten. Und so das ist ein wunderbares Ding. Aber Gott hat uns geraten durch das Blut Jesu Christi. Und so wir sind Sklaven in Ägypten. Aber Gott rat uns durch. Und so wir bleiben und glauben. Glauben an das Blut Jesu Christi. Dort in Ägypten mussten sie glauben haben an das Blut an. Und dann ging Gott sein Engel da vorbei. Von der muss wir glauben haben an das Blut Jesu Christi. Jesus anrauben und wir haben das ewige Leben. Und dann kommt Taufen. Wenn wir trägen in Israel ihre Geschichte, das sagt in 2. Moses, die Israeliten gingen auf 3 Grund durch das Meer. Na, das ist eine längere Geschichte, ich kann nicht Titel die ganz verteilen, aber wir weiten, glaube ich, die meisten von uns sind bekannt mit der Geschichte. Und wo Gott entruht führt, durch ein großer Kampf in Ägypten, ich glaube, dort repräsentiert die erste Kampf in uns Leben führen. Und so durch ein großer Kampf, aber schließlich gehen sie durch. Und dann kommen sie bei dem Meer. Und dann sind sie fast ägyptische Armee hingeernt, das Meer verernt. Und das ist eine interessante Geschichte, wo Gott das Wunder aufmerkt. Aber weißt du, was hier mit dem Meer passiert? Das ist interessant, wo sie Gott in darüber durchleiten. Aber weißt du, als Israel da durchging, dann sagt er, dass er wie eine Wunder wohnt und jeder sieht. Und so, sie gingen auf 3 Grund durch. Und das Wunder, als sie durchgehen, kam das Wunder, war 3 Tage. Weißt du, was das repräsentiert? Getrennt von der Sklaverei in Ägypten für immer. Und das wird die Taufe bedient für uns. Dass wir sein mit der Taufe, dass wir sind in Ägypten rausgetroffen. Wir haben Glauben gehabt an Jesus, wir haben Jesus angeraubt und wir gehen nicht zu sein durch das Meer und wir sind von Ägypten getrennt. Und all die von uns, die sich taufen lassen. Wenn die nicht Jesus haben angeraubt, wenn die nicht an Jesus glauben, die haben ihn nicht angeraubt und die leben nach Plitsch und in Oulet Sintel leben, dann wo ich von der bloß Not. Das meint es nicht. Wenn das ratet nicht, das Wut ratet nicht, aber das ist ein Bild von durch den Meer gehen, das ist ein Bild von Ägypten verloren.
Paulus sagt in 1. Korinther, alle sind sie unter Moses in der Welt en Meer gedoopt worden. Nou, hij redt van het Oude Testament, hij redt van dat zij zijn in Moses in de Welt gedoopt. Een schrijver wat ik reed, hij redt van dat de Welt repräsentiert onze Verbindschaft met God. God leidt. En weet je, de Welt dort in de Wüste, dort weer een beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest leidt hem dag en nacht. En dat Meer repräsentiert, zoals ik zei, Trennung van Ägypten. En zo wanneer we van jou een woede nemen, en dat is een teken van ik heb een gemeenschap met God, ik word geleid van de Welt te zijn, ik geleid van de Heilige Geest en ik heb me getrouwd van Ägypten. Ik leef onder het leven. Dat schafft niet Jezus aannemen en zeggen, nu zie ik in Christus en voor den Dievel leven. Dat schafft nicht. En so dat is wichtig, dat we het erkennen, dat we zijn uit Ägypten uitgetrokken. Vielleicht janken dat zijn je maar 3. De Israëlieten die willen meest alle nu middag waar 3 naar Ägypten reizen. En die willen zich frisse jetten merken, wat het mal waar we 3 naar Ägypten leiden, wo dat had schijn gegaan. En dat is wat we verder denken. Maar we mal waar naar Ägypten weer, en men door jenk het koud, door hadden we vrienden, door zopen, door hadden we drugs, door hadden we al deze dingen, en we hadden maar een party, en dat jenk het schijn. Door waren we mal waar 3 gaan. Zij zeiden door in Ägypten, door hadden we grains en vrucht en alle gaan schijne dingen. Ze hadden ganz vergeten, van wel ze hadden durchgewipt gekregen. En van wel schrecklich war, sie hadden schaffen. En zo waren we niet teruggaan naar Ägypten. Maar zij werden met Moses identifiziert. En weet je, wanneer we ons van jou taufen laten in de naam Jezus Christus, dan zijn we zijn identifiziert met Jezus zijn dood, zijn begrafenis en zijn auferstehung. Dat is wat we onderdoen. Wenn dat wiest een beeld van dat we, wanneer je hier in de tanken aangaan, dan verlaat je sozusagen de wereld. Je doet niet onder, je begraven, je sterven, je worden begraven, je komt ver van Nieet leven. En zo dat is wat je van jou zeggen, wat in je leven passiert is. En zo dat is wichtig dat we dat in denk houden. En dreimal zegt hij, wat zal we dan zijn? Zal we beim Sünden blijven? Nou ja, als je groot verder gezegd dat wo Sinn groot is, du is Gnade noch groter. Aber dann weiß Paulus gut, wer wir Menschen sind. Dan worden we maar voets vertellen, oké, zo dan kan je zingen, zolang je genoeg ziet, kan je zeggen, zingen zich wel. En dat is wat we van jou ook eenmaal hier, en eenmaal zijn. Paulus zegt, nee, we zullen niet bij zingen blijven. Hij zegt wieder, op geen weg, wo zal we, die we voor de zin dood zijn, door wieder ben leven. Waar we dat maar een klein beetje anderen, maar de vrouw vragen, wo zal we wieder in Ägypten leven, we zijn je eruit getrokken. Dat Meer hing ons toegegaan. Dat Wunder schnitt uns auf von Ägypten. Wir sind gerat, wir sind wahre geboren, wir sind rütgetragen. Wieso würden wir noch länger beim Leben? Und das ist ein bisschen die Frau, was er gefragt hat. Aber weiß je nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus gedeupt sind, in sein Tod gedeupt worden. Na, die Bibel ist voll von so einer Sorte Gedanken, das ist meist ein bisschen Geheimnis. Aber ich denke, das ist das noch. Dat wanneer ik Jezus aanneem, dan zie ik identifiziert met zijn dood, met zijn begrafenis, met zijn auferstehung. Paulus zei op eine Stelle, ik zie je kreuzig met Christus en nu leef ik in armen. Ik leef durch arm. En dat is met de gedanken hier. We worden durch den Deupen met arm, taub en dood begroefd, dat zoals Christus durch den Vater zijn Herrlichkeit kan van dood abgewagt worden, we kunnen een Nieet leven wandelen. En dat is hoe ons Nieet leven aankomt. En weet je, wanneer je van jou taufen laten, dan zei je ermee dat je zijn afgestorven, je leven nu en Nieet leven. We identificeren nu met Jezus. Wils wie wir, morgen dat, Vergangenheit. Wils wie wir eine Zeit selbst unvernünftig, ungehorsam, verehrt en verschiedene Lasten verdienen, versklavt en leefden en schlechtet auf ons het leven. Na, Paulus schrijft de Titus en zegt, dit is wer wie wir. Aber dit is wer wie wir. Na, weet je, wanneer je van jou taufen laten, dan zei je, dit is wer wie wir. Wie wir in Ägypten, wie wir in Sklaven, wie wir met al deze dingen verwikkeld, aber van jou wijzen we dat we zijn teruggetrokken. Wie had het verloren. Aber als ons vriendelijke God en Heiland vandaag kwam, met wat God hij ons weer, wo Gott alle Menschen wir, rat er uns. Dass wir nicht, dass wir Gerechtigkeitsworten abzuweisen haben. Dass wir ut sein Enet mit Leiden, oder wir können sagen, ut seine Gnade.
Dat is niet dat we zo'n goede mensen zijn. Dat is niet dat we dat zo fijn gemerkt hebben. Dat wenn we Männer niet zijn. Dat wenn we allerhand rechte uiterlijke dingen hebben. Dan heeft dat niet met te doen. Gott, uit zijn genade. Dat we hij, wat Israël raden deed. Israël weer slaven die in Ägypten. Ze kunnen niks meer doen. Aber Gott kann mit raden. Kriegt es immer an. Wir können nicht das, was wir tun, das Arm annehmen. Dann sagt er, wir werden dadurch nie geboren, dass Hij, möchten dort, nicht du, nicht die Kirche, oder nicht, was alle die tun hast, aber dass Hij, Gott, uns wahrsch und durch den Heiligen Geist nie das Leben gibt. Und so der wahre Geburt ist ein Ding, was Gott uns gibt. Das ist seine Gnade. Aber das kommt durch den Glauben. Und so Glauben kommt das Erste, dann kommt Taufen, dann kommt das Veloten. So Glauben, Taufen und dann kommt Wassen. Wenn wir drei nach Ägypten in die Geschichte gehen mit Israel in 2. Mose und den ersten Tag von der 3. Monat, nachdem dass sie Ägypten verloren hatten, kamen die Israeliten in der Sinai-Wildnis an. Nou weet je, dat is een lange Geschichte. Mehrere Kapitel in der Bibel handeln sich von dit. Aber was hier passiert in der Wildnis, was hier passiert am Berg Sinai ist, dass Gott lehrt das Volk, wer er ist und wo sie sollen leben. Wassen. Weet je, sie hadden in Ägypten geglaubt. Und sie hadden das Blut angeschmiert unter deren. Sie wären durch das Meer gegangen. Sie wären getrennt von Ägypten. Und nun lädt Gott nur den Berg Sinai, wo das Gesetz gibt. Er gibt alle die Vorschriften, von wo sein Volk soll leben im Alten Bund. Und so Gott lehrt sozusagen Wassen. Da sie hatten da einmal Trouble mit, da in den anderen Gatter, ein Messer reingehen zur Zeit von Israel, die Geschichte von Israel. Und so, dass wir immer ein Problem. Aber Gott versucht ihn zu halten. In Matthäus 28, dann geht nu naar de veldje van de wereld en merkt aan de leerlingen. Dat is waar geloven aan komt. Dan weet je, leerlingen, een jenja kan we zeggen, dat is een duiper woord als bloos geloven. Maar dat vangt met geloven aan. Wenn wir nicht geloven haben, wo wir niemals leerlingen zijn, wenn wir nicht geloven haben, zijn we niemals seine jenja, dat wordt aanvangt. Aber dann geht es wieder. Und so, das fängt mit geloven aan en duipt dan in den Namen von den Vater, von den Sohn und von den Heiligen Geist. Und so Jesus sagt, lehrt ihr glauben, und dann tauft ihr, und dann sagt er, lehrt dann alles zu tun, was ich euch befohlen habe. Dort kommt Wassen an. Und das ist ein bisschen ein Model von Taufen. Glauben, Wassen, Glauben, Taufe und Wassen. Und so das ist wichtig, da wir dort in der Reihe haben. In Kolosser 3,9 sagt Paulus, die haben den Aulet Eck mit seiner beiden Natur und Worten aufgelegt. Und so, wenn wir in Christus sind, Paulus sagt zu den Korinther, dann sind wir nie geworden. Wer in Christus ist nie geworden. Da meine ich, dass mir anders sitzt, da meine ich nicht mal, dass ich niemals mehr Fehler merke, oder dass mein Denken immer anders ist. Und mir das soll anders sein, aber das ist ein Wassen, das fängt an, wir haben eine neue Natur gekriegt. Und die haben eine neue Natur angenommen, die immer da nach dem leckend, die ich gemerkt habe. Und das ist Wassen. Immer da Jesus lecken. Wo wir Jesus? Wo dachte er über Menschen? Wo schafft er mit Menschen? Wo tut er mit Sender, wenn die noch ankommen? Wo tut er mit Kranken oder mit Menschen, die sozusagen keine Hoffnung im Leben haben? Und so immer alle so waren als Jesus. Das ist unser Ziel. Wir haben hier ein Lebenswasser, unsere Vision, sagt Gott leben, Menschen dienen. Und wir können sagen, das ist, was Jesus tut. Er lebt in Führer, hat Gemeinschaft mit Gott, aber er dient immer an Menschen. Und er hält Menschen. Und so wir waren immer da, so ist Jesus. Aber Glauben, Taufen, Wassen. Das ist interessant. Und so ich will Ihnen Mut merken, dass von Ihnen wird Ihnen taufen lassen. Glaubt wirklich in Ihnen Hort an Jesus. Wir vertrauen, die haben ihm angerufen, wir haben mit allen von ihnen geredet, die sagen, die haben Jesus angenommen, die glauben an ihm, die sind wahre geboren durch den Heiligen Geist. Und so das Glauben. Und dann kommt Taufen. Und von der, wenn die in das Wut hineingehen, dann sei je zu Gott, zu diesen Menschen und zu ihnen selbst, dass die haben Ägypten verloren. Die haben ihr Leben und ihr Sinn aufgestorben. Die sind, der Heilige Geist hat ihr nie gemerkt. Und dann kommt Wassen. Und weet je dat Wassen wordt de eeuwige poort van je leven dienen. Wassen is een ding dat is levenstijd. Wassen is een ding, we worden immer da als Jesus. We denken da als arm, we handelen da als arm. En dat kan je niet anders zijn als dat wat je in de levenstijd dienen. Aber das meint nicht, dass die nicht errat sind.
En want je ging geweest nog mal waar wo handvallen, er je kämpfen met irgendwas. Dat meine ich dann, oh, dann sieht nu nicht mehr rat. Dann stuwen wir ab und dann gehen wir wieder. Jaren 3 in Ontario in der Schule, in der Gym, da wir haben einen Spruch an, den halt niemals vergeten. Und der Spruch jetzt so steht, er sagt, Success oder Erfolg ist, wenn du einmal abstehst, was wird die Hand fällt. Das ist was Erfolg ist. Erfolg meint nicht, ich fall never hand. Erfolg meint, ich stehe einmal ab, als ich kann die Fall sehen. Und so, von der, wenn ihr im Wut gehen, wir wollen dort denken, glauben, wissen, oder taufen und wissen. Von der ist ein bisschen, könnte vielleicht sein, ein besser zweiter Tag für uns. Als Familie, in der Kirche. Steve, der kijkt ver weg. Nur den Tag, wenn er sie nicht kennt, wird er taufen. Aber jetzt bin ich nicht hier. Und so, ich hatte es fertig, meine Großkinder zu taufen, aber ich würde alles in der Welt geben. Mit Steve zwischen. Aber danke für Ihre Erstattung. Und wir freuen uns sehr, dass Sie sich entschlossen, Jesus nur zu folgen. Aber da wird es auch schon gehen, wenn Steve und Salz wird taufen. Aber wenn wir dort nicht haben, dann wird der zweite Beste denken, nicht so? Und wie wollen wir Gott dienen? Some Dinge können wir nicht verstehen, some Dinge merken von dir noch nicht sein, aber Gott merkt sein. Und so wir tun das für Gott. Amen. Wollen wir tot beten. Ziemlicher Vater, Dankeschön, dass du uns geraten hast. Dankeschön, dass du uns hast in Ägypten rübergelegt. Dankeschön, Herr, dass wir können an dich glauben. Du hast uns wahre geboren durch den Heiligen Geist. Ich bete für jede Person, die von dir getauft wird, dass er wird ein Denk sein, was die wird verherrlichen, dass er wird eine Wahrheit sein, was wir sein, und dass wir wirklich von Horten deine Jünger wollen. Und ich danke dir für das Tag. Und ich danke dir, dass du uns live hast und dass du mit uns bist. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Der nächste war die Zeugnisse hier von all denen, was sich taufen will. Wir haben mit ihnen alle geredet, haben eine gute Zeit gehabt, mit ihnen kennenlernen, mit ihnen reden. Zeugnis zu hören. Und hier war ein bisschen Kartenzeugnis hier von dort. Vielleicht ein bisschen ernommen, ein bisschen eine Entscheidung, was sie gemerkt haben, was da verschiedene Sprachen sind. Aber wir haben uns ein bisschen mitfreien mit ihnen für diese Entscheidung, was sie gemerkt haben. Wenn wir die Zeugnisse hier haben, wo wir Glück im Tank gehen und wo wir die Taufe tun, will ich bloß sagen, dass bei jeder einer, der getauft wird, wird ein von unseren Pastors auch im Tank sein. Aber wir sagen, das ist okay, wenn der Bruder oder Schwester oder wer immer will halten, von der Älteren sind das haben, was halten will, ihre Kinder taufen. Und wir freuen uns bis mit, dass sie hier sind und ihre Kinder halten können mit den Taufen. Aber die Pastors waren, ein von den Pastors war im Tank sein. Und sie wurden abstellen, reden, so, dass jeder vielleicht nicht gerne hören, aber sie seien ernommen und sie sagen, dass sie taufen werden in den Führer von den Sehnen in Heiligen Yes. Und ich habe bis ganz geloten sein, uns bis mitfreien für diese Zeit. Einig, was ich will sagen, ist in Lebenswasser habe ich mit einer Hausregel. Und wie sagen, unsere Hausregel hier in Lebenswasser ist, die Kinder können sich loten taufen von 12 Jahren wieder. Wenn sie sich bekehrt haben, die Älteren damit gut sind, können sie sich taufen loten. Und so 12 Jahre, das ist ein großes Ding für hier in Lebenswasser. Wenn sie 12 Jahre sind, können sie dienen in der Kirche, in der Kinderkirche und können mithalten. Und so wie das Lebenswasser, wir kicken nicht rauf, wenn sie sich von 12 Jahren oder 13, 14 Jahren lassen taufen, wie frei uns mit und mit, dass sie eine Entscheidung machen, von jung an Jesus nur zu folgen und an zu dienen. Ich habe mit älteren Menschen geredet, die sagen, man, wenn ich bloß mich Eier bekehrt und wenn ich mich doch Eier lassen taufen, dann würde ich das ganze Leben lang am dienen. Und so da werden frei wie uns mit, wenn da jüngere Kinder sind, die die Entscheidung haben gemerkt. So werden wir uns bis mitfrei mit ihnen, wenn sie ihr Zeugnis mitteilen und wenn sie sich taufen lassen. Hello, my name is Caleb Wall, and I want to get baptized because I love God and I want to serve Him. I became a Christian when I was around 6, when I was doing school, and I was learning about when God died for us. So I thought it was so cool that someone had died for me, and He was perfect and loved me so much. So that's why I want to get baptized.
Thank you. Hi, my name is Brianna Wall, and as many of you know, my dad passed away in July, and that was a really hard time in my life. God helped me through it, but before my dad died, he taught me so many things that helped me be the person I am today. He told me that baptism is a sign that you are a believer and not afraid to show it. I am here because I am a believer. I'm not afraid to show it, and I'm willing to live my whole life for God. Thanks. Hallo, mijn naam is Anita Klussen en ik heb Jezus opgenomen in 19 juni 2018 en ik wil met hoofd doen om bewijs dat ik Jezus opgenomen heb en ik wil wissen. Hallo, mijn naam is Eva Klussen en ik bekeer me als ik round 11 jaar weer. Ik ben Luther gevallen, aber Youth Camp weer een turning point in mijn leven. En ik zie God zo dankbaar voor en ik wil met hoofd doen om bewijs en wel weer wissen. Hello, my name is Thomas Blatt. I was raised in a Christian home. I've always loved the Lord. And this year at Wapaka, I decided to get baptized as a symbol of that and that I'm ready to serve my Lord. Thank you. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in you, for I am yours and you are mine. Good morning, everyone. Jeg er Servando Freus, og jeg kommer fra en toffenlo og bevist at jeg meg bekjent har, og jeg vil Jesus nå følge. Takk. Good morning, mijn naam is John Patters. Tjena van Jint wordt was ik me gevraagd voor deze dag. Ik wil hier een part van mijn leven vertellen. Ik dacht aan ik ben fan van de Nieet. Ik was op, ik vond nog moeilijk kwijt en zo verder. En van ganz jong aan, wat ik ten eerste mal alcohol nam. Ja, ik weer ganz vals ben, wat niet goed en zo meer dingen, wat niet goede dingen weer. Maar in bed even een jaar 3 dan opeens, dan ging het niet meer schön, wat ik van leven hoor. Dan maak ik een entscheidung, ik wil niet meer drinken. Maar dit is nog niet genoeg in mij. Mij veel samen wat meer. En zo dan, zo een korte tijd, dan bekeer ik me. En ik noem Jezus aan als mijn Heiland, dat wat mij veel. Ik entscheid me dat ik wil voor hem leven en dat krijg ik een ganz nieuw leven. 2 Korinther 5:17 sagt, du wegen, wenn wer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Da wird er vorher wie, ist nicht mehr, er ist nicht was nicht geworden. Das wird in mir passiert. Ich bin Leute, die werden schwere Tiden durchgegangen, aber in Christus ist er ein neuer Mensch. Und ich will mich von der, ich will wieder für Jesus leben. Ramatien verstehen, wer von Horten läuft, wird gerad, und wer mit dem Müll bekannt, wird selig. Und von der will ich mich ab den Glauben an Jesus Christus leiten. Hi, my name is Diana Friesen. On April 17th of 2019, I asked my small group leader, Niall Duick, if she would pray with me. I felt that something wasn't right, and I had accepted Jesus a couple of years ago, but I didn't really understand what it meant. Now I know what and believe that Jesus loves me and he died for me, and this is why I want to get baptized. I have learned whenever I'm scared or lonely or feeling hurt, I can come into the presence of God and he will give me what I need. That is why I love Psalm 91 verse 1, where it says, "He who stands in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty." Thank you. Hi, my name is Ayla Brooke Penner, and I'm getting baptized because I believe in Jesus Christ, and I want to spend the rest of my life serving him. Thank you.
Hello, my name is Emily Thiessen. I was born in a Christian home, and I want to live for Christ and go where He wants me to go and do what He wants me to do. Thank you. Hi, mijn naam is Läwen. Ik word opgewassen in een christenhem. Ik heb immer geluisterd aan God, aber ik heb niemals persoonlijk aangenomen. Dit jaar, 10 august, ik kreeg een stem dat zei, kom te mij. Daar nam ik Jezus persoonlijk aan. Ik weet niet, maar ik voor het 10, God is immer met ons en wordt ons niemals verloren. Zoals dat zegt in 5 Mose 31 says, so be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them, for the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Dankzij. Hello, my name is Caden. I'm 13 years old, and I decided to give my life to Christ. That day that I decided to give my life to Christ was the most memorable and special day of my life. It was the second week of July in summer Bible school on Thursday, where we always have a bonfire. And while we were having that, we listened to a speech, a very good speech by Johnny Martins. And during this speech, we had a chance to go talk to someone grown up, like a group leader, a teacher, or hey Meldon. And so I went to talk to someone about some things I was going through emotionally and spiritually, and he helped me with a lot. And we talked a lot about Christianity, and it really opened me up. And that day I gave my life to Christ and missed the marshmallows, sadly. And so I want to get baptized because I want to show a sign. I want to tell everyone that I believe and want to give my life to Christ. Thank you. Hello, my name is Vanessa. I am almost 16 years old and I'm getting baptized because I'm a follower of Jesus and want to let everyone know how my life has changed. Long story short, God gave me this amazing talent, but I used it in the wrong way. I went to the wrong crowd for help because I thought they could get me to the top quicker, but it involved a toxic environment and relationships as well as bad influences. I never felt like I fit in, so I do things to please others instead of God. I would overwork myself and push myself beyond my limits. I felt God pushing me towards something else and telling me to stop, but I wouldn't listen. I then got injured and wouldn't go back. I had to go through therapy and pills. I was so mad at God, I thought He had taken everything away from me. But I didn't know what He had in store for me. So once I realized that I couldn't go back and had so much free time, I started to focus on other things in relationships. I started counseling and had the best mentor in the world. Yes, I've had my ups and downs since, but I am ready to listen and to use my talents for God and not for anyone else. And help everyone see that God is always there for you and will always give you a chance, one chance after another. So have hope, because even if oceans rise and mountains fall, He will never fail, because God is greater than all of your highs and lows. Thank you. Hej, min naam is Steven Dekkerøv en ik wil me hoffen als een bewijs voor mijn geloof aan Jezus Christus en ik vreemd me uit om het God weer wassen. Dankzij. Zij dat oude aspenlu, dat niet als je komt. Nu hij op een stundomskraft, ik kan leven aan die Jezus, al die juist ons vrijheid. Nicht mehr gebunden sind dem Diestren, ik leef in die Läwen Scheinheit, all die Jahres uns Freiheit. Ich sieh mit Herrlichkeit gekleidet, die Heilige Gäste lebt in mir. Die Vergangenheit hast du betont, dort nie
sånns til frihet, i kjeden sin vei. Frihet, har du gjort sånns frihet, du gjør sånns til frihet. Halleluja. Frihet, har du gjort sånns frihet, du gjør sånns til frihet, i kjeden sin vei. Frihet, har du gjort sånns frihet, du gjør sånns til frihet. Halleluja. Vi har
sexy. Du bist for me, best nicht irgendwie. Ich sehe, du sei sexy. In der Welt von Jerusalem, ich sehe, du sei sexy. Du bist for me, best nicht irgendwie. Ich sehe, du sei sexy. Ich sehe, du sei sexy. Jo, ich sehe, du sei sexy. Wow, das ist wundervoll, right? Das ist so gut zu sein, wenn die Menschen sich toll verloren, ihr Leben umdrehen. Und es ist ein Friedentag. Wenn ich sage, dort für Lebenswasser, das ist ein besonderer Tag von der, ich meine das so, von der ist die 12-jährige Anniversary. So 12 Jahre zurück, dann fangen wir mal Lebenswasser an. Wir 5 Couples, wir in Gaststuhl taub. Und wir sehen, wir haben eine Kirche anfangen, wir werden bestätigt. Und so ging die Zeit wieder. Aber ich will jemand sagen, dass das jetzt nicht trägt, nur die Menschen, die mal die Kirche angefangen haben, das handelt sich um uns alle. Wenn die hier nie sind, die sind hier vielleicht in ein paar Monaten oder einen Monat oder was immer das größte Unitys hier Kirche, die sind kriegst du Part von dem Movement, was Gott tut in dieser Area, mit der Vision vollfällen, was Lebenswasser hat, so die sind auch Part von dort. Aber wir haben hier ein kurzes Video gestellt, Pastor Benny, der wollte reden. Und er wollte ein bisschen vertellen, von wo wir sind gekommen, wo wir hingehen, ein klein bisschen zurückchecken, was die Kirche mal anfangen. Kurz nach dem Video, dann wollen wir Nieet Leute loslassen von der. Das sind Nieet Leute, was wir abgeschnackt haben, das letzte Werk ist dort vorig geworden. Und so, hier sind die Ersten, was das war sein. Mari, was das disponibel sein, was available sein on YouTube und all unsere Channels. Aber hier sind hier von der Bereich der Titel, Bereich der steht, so hier wird das Leute zum ersten Mal sein. So, check noch das Video. Hi Lebenswasser, das ist Pastor Benny hier. Von der ist ein sehr besonderer Tag, hier ist das so bei Lebenswasser. Wir haben ans 12. Anniversarium hier von der 2007, der 7. Oktober, haben wir das erste Mal hier ist das so in das Gebiet, Kirche, nach Samarins. Und wir werden irgendwo 50 Menschen, die dort kommen, und der Hälfte von dort wird mithelfen. Und so von dort gingen wir wieder, und von der selber 12 Jahre später, eine Kirche von über 1000 Menschen mit 325 mithelfen. Die Vision, die Pastor Steve dann kriegt von Gott, wird die plötzlich redende Welt erreichen für Jesus. Und wo wir dort können, auf so sehr viele verschiedene Wege, erst durch die Mithelfer. Und so von der will ich ein großer Dankeschön sagen zu all den Mithelfer. Ohne jeden würde es nicht seine möglich gewesen, diese Vision auszuleben, so als wir haben über die letzten 12 Jahre. So vielmal Dankeschön für das die haben so sehr mitgeholfen. Weil hier ist jetzt bei Lebenswasser sagen, wir sind Mithelfer, nicht Mitfahrer. Wir haben alle gute Gut zum Gott dienen. Und dort haben wir seine Angehörigen. Die haben die mehr abgerollt und die haben gesagt, dass wir eine Gelegenheit haben, Anbetung zu Gott. So am Anfang, als wir anfangen, dass wir bloß heute in seine Tor mit einer anderen Person taub, wird die Leitung nehmen an dieses Anbetungsteam. Über die Jahre, über die letzten 12 Jahre hat dieses Team sehr gewachsen und wir haben nun über 40 Menschen, die teilnehmen
gode gebruiken om God loven prijzen en om andere mensen aanleiden aan deze aanbidding te God. En nog één ding wat ze doen gaan is, ze nemen leider van andere spreken, ze verzaten die op plot iets en dan doen ze die afsnaken en checken die uit naar de wereld dat die alle kunnen gebruiken om God aanbidden en God loven en prijzen. So over de tijd en deze video's worden over 250.000 Mal gekeken. Die wordt gebruikt op eventos om God loven en prijzen. Die wordt gebruikt aan kerken om mensen leiden aan aanbidding te God. En zoveel mal dankzij team dat die hebben tijd genomen en veilig geweest zijn, jullie talenten op dit weg gebruiken om God loven en prijzen. Dankzij. Nog één ding wat we hier steeds op levenswasser zijn is, we zijn gemerkt voor gemeenschap. God jaagt ons vriend met wem we toch wonen. En we hebben hier teams, zoals de ushers, de greeters, de janitors, de infodesk en ook de koffieteam, wat hier tijdens morgens aankomen en merken dat ze steeds rijden, dat mensen zich hier steeds welkom voelen, ongenomen voelen hoe ze kunnen met vrienden top komen zich om zich erbuien. So over de jaren hebben deze teams alle zeer gewassen. Zum Beispiel de koffieteam, dat fängt an 12 jaar terug met 2 mensen en ze zijn nu at 17. En zo in ergsten zindag worden ze even 600 kuffel koffie weggeven, wat er zou helpen dat mensen zich welkom voelen, ongenomen voelen en dat ze hier kunnen gemeenschap bouwen met een ander. So zeer veel dankzij teams voor dat die zoveel anstrengingen aandoen om levenswasser in de stad merken waar mensen zich welkom voelen. Nog één ding wat we hier steeds op levenswasser zeggen is, we zijn een kerk voor families. Dat je een vrijheid God dienen met mensen die we leven. En zo we hebben kinderkerk alle zondags morgens während de aandag hier steeds zo aan de kerk verjaardag. So veel dankzij een team dat je op zo'n bijzondere weg God dienen doen en dat je de kinderkerk meelig merken op dit weg. Dankzij. Nog één ding wat we hier steeds op levenswasser hebben is de tech teams daarboven. Dat wat ze komen om die video's merken wat we uitchecken op Facebook en YouTube. Over het laatste jaar hebben deze teams alle top dat meelig gemerkt dat 1,1 miljoen mensen kunnen deze video's checken en gezien geworden zijn door daar. Zoveel dankzij voor al die anstrengingen wat je merken en dit meelig merken, because hier is dit zo bij levenswasser zijn wie worden de wereld voor Jezus gewinnen. Jezus is de hoofding voor deze wereld. Zoals die van der je zijn hand, de mensen wat zich hier dit zo toffen leiden, dort zijn levens veranderd op eeuwig. We zijn hier bij levenswasser, dat we willen de hel laden merken en himmel voller merken. So we willen dus dankzij zijn te al die 325 methelpen, wat door jaren jullie goven gebruiken om dit meelig merken. So veel dankzij voor dit bijzondere weg van levenswasser team dienen. Het nächste wil we jullie den laatste aanbedingsvideo wijzen wat we aan deze werk opgesteld. God zegen jullie. Op dine nådes tar verloten og mine der auf dine hånd bliver hold. Og det moment hvor jeg går vej, hvor jeg mit ulej, hvor jeg sing, hvor det skøn her from God. Har de let min dörr till fria
das ist eine Zeit für die. Ich will bis gleich, wann wir können, unsere Augen, unsere Horten nach Gott drehen. Wie habe ich hier von der Scheinheit von Jesus zu geben und mich. Wer bis unsere Augen tau, wir haben ein klein bisschen still war für Gott. Alle Augen tau. Was? Ich nehme die von der an. Für die Ministry in der Stadt. So Gott ist sehen, Matthew, wann die geben down. Nächste Woche, wir some announcements haben, some Dinge, was da abkommen, check nach der Screen. Goedemorgen Levenswasser. Mijn naam is Kenneth Giesbrecht en dit zijn onze bekommerkingen voor deze week. Hier bij Levenswasser sagen wir zijn een kerk voor families. Dat je een vraag Gott anzubeten met de mensen die we leven doen. En van deel en deel van onze bekommerkingen handelen zich om de familieleven. Das erste bekommerking is voor alle ouderen wat Jugend haben. Einmal was je wundert, wat je in de Jugend hier jeder Medwerk is zo bestaat bij Jugend stimmt. Want niet in de gelegenheid zum Uitvang. Medwerk Oktober den 16. Hof driven dat met eten en snacks en koffie. En dan nu dem, wo je zijn ze de onbeden doen, de boodschap aanharken, dan nu dem kan je nog de jugendleider vrouwen ontstaan. We willen zo goede oben zijn en ik lade je alle aan. Medwerk Oktober den 16. Hof 7 is zoiets. Die plan waren met onze premarital klassen rond te vallen. So wenn eins hier ist, was ich habe geplant zu befreien in den nächsten Jahr, wir werden ihn so tun, dass wir diese Klasse nehmen dürfen. Diese Klasse fängt Oktober den 13. an, da wird Klock auf das Morgens sein und da wird für 8 Werke sein in der zweiten Klassstufe. So wenn Ihnen interessiert, dass ich Ihnen tun, sendet ihn da bei der Informationsdash. Jeder Sonntag halb auf das Morgens in der Klassstufe habe ich ein Gebetsteam, eine Gebetsgruppe. Ich will die tun, wenn du noch nicht bei sie warst, komm nur vorbei. Die brauchst du in Zeit, die sind, die kostet dann 9 kommen die was, dann 3 kommen die was. Die Gebetspunkte wollen an der Wohl 9 Tag sein. Und das ist eine so gute Zeit zum Lebenswasser in unserer Wohnungsumgebung und wir starten an Gebet. Und hier noch zuletzt, der Lebenswasser kommen ist, und das ist die Tag. Und die kommen erst für alle Personen, die nicht genug zum Eten haben, die kommen erst für ein Kind, das erledigt ist. Die können nun Gottesdeenst vorbeigehen, die kommen, wollen in den Park Eten stellen, ganz und sonst. Oder wenn ihr gleich in der Lebenswasser kommen, in der Stadt, ihr könnt auch vorbeigehen, Geld zu lohnen, oder durch Eten handeln. Das ist alles von mir, von der hat mir gesehen, der Werk. Wir sind froh, dass ihr alle abstehen, das ist wieder so ein Service regt. Noch einmal vielmal Dankeschön, für wir uns taub sind hier. Ich will Ihnen sagen, dass wenn ihr hier rausgehen, ihr kann Träg kommen und hier wird eine Gebetsgruppe sein, die wird für ihn beten. Lebenswasserhafen Team, was Mann an, was früh ist. Wir sind hier zu Fährerei. Sie wollen für ihn beten, für was immer ihn Gebet fehlt. Wo immer ihr in ihnen Lehre sind, in ihrem Leben sieht nicht, bleibt, kommt, trägt. Sie sind hier rein, für ihn beten. So, bis früh sind, dort down. Vor dem Himmel, Dankeschön, dass wir hier können in dienen mit sein. Und Dankeschön für den Frieden, Dankeschön für den Segen. Und ich bitte den Segen über jeder einer, der hier ist. All die, die uns watchen. Und möchte den Segen bis wir uns gehen in Jesu Namen. Amen. Ab war sein, wenn er wem Gebet fehlt, kommt, trägt.